Jedes Imperium behauptet, sein Geld sei sicher. Jede Regierung besteht darauf, ihre Versprechen würden ewig halten. Doch die Geschichte beweist immer wieder das Gegenteil. Haben Sie sich jemals gefragt, welchen Wert das Papier in Ihrer Brieftasche in 10 Jahren haben wird? Eine beunruhigende Statistik. Im 20. Jahrhundert gab es weltweit 56 registrierte Hyperinflationen und Währungszusammenbrüche. Das ist kein Zufall, sondern die Regel. Warum durchleben wir immer wieder das gleiche Skript? Und noch wichtiger, werden Sie in diesem Skript ein passiver Zuschauer oder ein vorbereiteter Akteur sein? Beginnen wir im Byzantinischen Reich. Sein wirtschaftlicher Lebensnerv war der Solidus, eine Münze aus beinahe reinem Gold. Sie war so vertrauenswürdig, dass sie im gesamten Mittelmeerraum ohne zu wiegen akzeptiert wurde. Doch hier liegt eine bittere Ironie. Das Weströmische Reich war untergegangen, nachdem es seinen Silberdenar wertlos gemacht hatte. Jahrhunderte später wiederholte Byzanz denselben Fehler mit Gold. Als finanzielle Zwänge auftraten, begannen die Kaiser, den Goldgehalt heimlich zu reduzieren. Das Vertrauen wich wie durch eine unsichtbare Leckage. Was überlebte? Nicht das Papiergeld, sondern das echte Gold, das Händler horteten, oder Land außerhalb der Reichweite des Kaisers. Die erste Lektion ist deutlich. Staaten können der Versuchung nicht widerstehen, Geld zu verwässern. Der wahre Wert flüchtet dorthin, wo diese Manipulation nicht hinkommt. Kommen wir ins Europa des 14. Jahrhunderts. Der Schwarze Tod löschte fast die Hälfte der Bevölkerung aus. War das reine Tragödie? Aus wirtschaftlicher Sicht ist das Bild komplexer. Als die Arbeitskraft halbiert wurde, wurde Arbeit plötzlich wertvoll. Überlebende Bauern konnten höhere Löhne fordern. Herrenloses Land war plötzlich für einen Bruchteil seines Wertes zu haben. Kommt Ihnen das bekannt vor? Während der Covid-19-Pandemie druckten Zentralbanken Billionen, während diejenigen mit Liquidität Aktien und Immobilien aufkauften. Das historische Muster wiederholt sich. Große Schocks verteilen Vermögen immer neu. Krisen belohnen diejenigen mit Reserven und bestrafen die Verletzlichen. In der Blütezeit der Renaissance waren die Bankhäuser der Familien Peruzzi und Bardi die Giganten des europäischen Finanzwesens. Bis ihr größter Kunde, König Edward III. Von England, seine immensen Kriegsschulden nicht mehr bedienen konnte. Die Pleite eines Königs ließ diese Großbanken wie Dominosteine fallen. Die einfachen Bürger von Florenz bezahlten für ihr Systemvertrauen mit ihren Ersparnissen. Die Lektion? Zu groß, um zu fallen, ist eines der ältesten und gefährlichsten Märchen der Finanzwelt. Eine Lektion, die sich von Florenz über Lehman Brothers bis zu den Regionalbanken 2023 wiederholt. Eine Institution kümmert sich primär um ihren Profit, nicht um ihr Überleben. Der amerikanische Bürgerkrieg wurde nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in den Geldbörsen ausgefochten. Der Norden druckte Greenbacks, die nicht durch Gold gedeckt waren. Der Süden presste verzweifelt Greybacks heraus. Am Ende des Krieges herrschte im Süden Hyperinflation. Für ein Brot brauchte man einen Sack voll Geld. Was überstand dieses Feuer? Gold, Silber, Ackerland, physische Werte. Egal welch glorreicher Name auf ihrem Papiergeld steht, wenn das Vertrauen schwindet, ist es nur noch Brennmaterial. Revolutionen sterben manchmal schneller als Währungen. Im Frankreich der 1790er Jahre wurden Kirchengüter beschlagnahmt und als Deckung für eine neue Papierwährung, die Assignaten, verwendet. Die Idee: stabiles, durch Land gedecktes Geld. Doch die Revolutionskriege waren geldhungrig. Die Regierung druckte Assignaten unkontrolliert. Das ist eine der klarsten Lektionen der Finanzgeschichte. Selbst eine angebliche Sicherung durch Vermögenswerte schützt nicht, wenn der politische Wille zur Disziplin fehlt. Die Gewinner waren wieder diejenigen mit Gold und Weizen. Wie bricht eine moderne Volkswirtschaft über Nacht zusammen? Sehen Sie sich die Asienkrise 1997 an. Thailand hatte bei festem Wechselkurs massiv Dollardarlehen aufgenommen. Als die Bindung fiel, wurden die Schulden unerträglich. Der IWF musste eingreifen, die Arbeitslosigkeit explodierte. Doch das vertraute Muster zeigte sich erneut. Diejenigen mit Dollarersparnissen überstanden den Sturm. Ausländische Investoren kauften Vermögenswerte zu Schleuderpreisen. Dies war kein nationaler Zusammenbruch, sondern ein globaler Vermögenstransfer. Die Lektion, sich in Fremdwährung zu verschulden, ist, als würde man sein Schiff vor dem Sturm an die Klippen binden. Denken Sie, das sei alles weit entfernte Geschichte?
Im Libanon erlebten die Menschen 2021, was die entwickelte Welt für unmöglich hielt. Die Banken schlossen einfach. Ersparnisse wurden eingefroren. Das libanesische Pfund verlor 90% seines Wertes. Menschen flehten vor Banken um Zugang zu ihrem eigenen Geld. Diese moderne Vertrauenskrise führt uns eine harte Wahrheit vor Augen. Das Geld auf ihrem Bankkonto ist kein Vermögen. Es ist ein Kredit, den sie der Bank gewähren. Und diese Bank kann entscheiden, diese Schuld in der Krise nicht zurückzuzahlen. Was lehren uns all diese Zusammenbrüche aus dem Archiv der Geschichte? Es gibt keine Zauberformel. In Byzanz war es Gold, nach der Pest war es Liquidität, im Libanon waren es Werte außerhalb des Banksystems. Doch die unveränderliche Grundregel lautet, wahrer Reichtum liegt in zwei Dingen. In dem, was sie besitzen, nicht manipulierbare, physische Werte, und in dem, was sie können, die Fähigkeit, auch in der Krise Wert zu schaffen. Hier ist eine Checkliste für Sie. Diversifizieren Sie Ihren Wert. Liegt all Ihr Vermögen in einer Währung oder einem Land? Suchen Sie nach dem nicht manipulierbaren. Was in Ihrem Portfolio kann der Staat nicht drucken und entwerten? Haben Sie eine Fähigkeit? Wie können Sie Wert für andere schaffen, selbst wenn der Geldfluss stoppt? Die Geschichte zermalmt die Unvorbereiteten. Doch für diejenigen, die ihre Sprache lesen können, kündigt sogar der dunkelste Zusammenbruch eine neue Morgendämmerung an. Was glauben Sie, wird der nächste große Test für das globale Finanzsystem auslösen? Der Klimawandel, KI-Schocks oder ein unerwarteter geopolitischer Bruch? Wir sind gespannt auf Ihre Gedanken in den Kommentaren. Wenn diese Reise durch die Finanzgeschichte Ihnen nicht nur die Vergangenheit, sondern auch eine Linse für das heutige Spiel des Geldes gegeben hat, abonnieren Sie den Kanal, um die Erkundung fortzusetzen. In der nächsten Folge untersuchen wir den Aufstieg der Zentralbanken und die Grenzen des digitalen Geldes. Bis dahin. Rechtlicher Hinweis. Dieses Video stellt keine Anlage-, Finanz-, Rechts- oder Berufsberatung jeglicher Art dar. Der Inhalt dient ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Jede Entscheidung, die auf Basis der bereitgestellten Informationen getroffen wird, liegt in der alleinigen Verantwortung des Zuschauers. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.